Hi Leute und willkommen zum dritten Tag der IAE 2953. Wir sind heute wieder in der Apex Hall und schauen uns die beiden Aussteller Crusader Industries und Tumbril Land Systems an, die eine Zusammenarbeit eingegangen sind und hier ihre Schiffe und Fahrzeuge vorstellen. Ja, und da sehen wir sie schon ganz prominent, die Hercules Starlifter von Crusader Industries. Die größten und schwersten Frachtschiffe, die wir aktuell im Spiel haben, da haben wir auf der linken Seite auf unserer linken Seite die M2, auf der rechten Seite die C2 und geradeaus ganz hinten ist die A2 zu sehen. Die M2 ist eher so als Truppentransporter gedacht, die C2 ist dann ein einfaches ziviles Transportschiff. Und die A2 ist als schwerer Bomber eingerichtet. Und vor der A2 aufgereiht sehen wir jetzt auch schon die Panzer bzw. Landfahrzeuge von Tumbril. Ganz in der Mitte haben wir den klassischen Nova-Panzer von Tumbril und rechts und links davon die diesjährig neu vorgestellten Storm-Panzer. Die können wir uns mal anschauen. Genau, in zwei Varianten. Wir haben einfach den ganz normalen Storm mit einem Geschütz und auf der linken Seite den Storm zur Flugabwehr mit einem Raketensystem obendrauf. Wir schauen uns die für uns interessante Variante, den C2 Hercules Starlifter, mal von innen an. Da haben wir hier einmal hinten, einmal vorne zwei riesige Rampen in den wirklich gewaltig großen Frachtraum. Hier kann man dann alles Mögliche lagern. Fracht, auch Fahrzeuge kann man hier mit transportieren. Und wir haben dann hier auf der linken Seite einmal den Aufzug, einmal die Leiter, die uns nach oben bringen. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den Aufzug nach oben und gehen mal aufs Hauptdeck des Schiffes. Jawohl, und hier sehen wir vor uns schon Storage Units, also hier kann man was einlagern. In der Mitte, wir haben links und rechts jeweils auch die Räume, einen großen Korridor. Wir gehen mal hier durch. Da haben wir einmal die Aufenthaltsräume für die Crew. Wir haben hier also einen großen Fernseher, ein Sofa, eine Küchenzeile, einige Lagerregale und hier auch dann Sitzgelegenheiten. Wenn wir dann aufs Hauptdeck zurückkehren, haben wir hinten Maschinenräume zu beiden Seiten, wo wir Zugriff auf die Module haben. Überqueren wir das Maschinendeck dann einmal in die hintere Richtung, kommen wir zu den Wohnräumen. Da sind dann auch nochmal Schreibtische, Betten zu beiden Seiten und Schränke. Und dann können wir noch nach vorne gehen durch den Verbindungskanal, durch die Tür. Wir haben hier noch ja, Notfallkapseln, Notausstiege und Schränke und Regale, und da sind wir auch schon im Cockpit. Wir haben einen Pilotensessel, einen Co-Pilotensessel und ja, großartige Übersicht über das Gelände, wo wir fliegen. Schauen wir einmal runter in den Keller, denn dort finden wir zum einen auch die Jeeps oder die anderen Landfahrzeuge von Tumbril, wie auch die noch angekündigten Schiffe von Crusader Industries. Hier im Keller aufgereiht haben wir dann die Landfahrzeuge von Tumbril. Das ist quasi alles der Cyclone Jeep in verschiedenen Ausführungen. Und da haben wir hier die, naja, so halbwegs zivilen Varianten. Wir haben einmal den Basis-Zyklon, der quasi als Transporter dient. Wir haben einmal eine Rennfahrer-Variante, mit der man mit erhöhter Leistung Rennen fahren kann. Und wir haben eine Aufklärungsvariante, die über ein Scanner-Array auf dem Dach verfügt, mit der man also scannen kann.
Hier drüben haben wir dann die militärischen Varianten, einmal den Cyclone TR mit einem Geschützturm auf dem Dach, den Cyclone AA, also Anti-Air mit einem Raketenwerfer und ja, der fahrzeuggewordene Ausdruck von man kann es auch übertreiben, der MT mit einem wirklich massiven Geschützturm auf dem Dach. Bei den Hologrammen haben wir heute den Tumbril Ranger TR, was quasi als bewaffnetes Motorrad anzusehen ist, und von Crusader Industries den Genesis Starliner, ein sehr, sehr großes Passagierflugzeug, was quasi auch interplanetare Flüge bedienen kann. Wird sehr, sehr interessant für das Befördern von Passagieren auf Linienflügen, was aktuell noch nicht implementiert ist, aber auf jeden Fall noch ein Feature ist, auf das ich auch sehnsüchtig warte. Bevor wir jetzt in Halle 4 gehen, werden wir erst nochmal einen Tee trinken. Und die Dose anschließend natürlich auch ordnungsgemäß entsorgen, wie sich das gehört. Was viele andere auf der Messe offenbar nicht beachtet haben. Danke sehr. In Halle 4 ausgestellt sind heute die beiden Starfighter Inferno und Iron, dem Namen nach ganz klar schon Kampfschiffe. Wobei es bei diesen beiden Kampfschiffen so ist, dass sie prinzipiell eigentlich riesige Kanonen sind, um die herum Kampfschiffe entwickelt wurden, um diese Kanonen tragen zu können. Das ist auch offiziell die Darstellung, die Crusader Industries hier vertritt. Das sind Einsitzer, quasi nur eine große Kanone mit einem Sitz dran. Und in der Mitte haben wir dann den Mercury Star Runner, der als, naja, reines Transportschiff kann man nicht sagen, als vielseitiges Transportschiff von Crusader Industries entwickelt wurde, der also auch für verschiedene Sachen eingesetzt kann, also Transport von Waren, Schmuggel von Waren, aber auch Transport von Daten, und den schauen wir uns jetzt mal von innen an. Den Star Runner betritt man normalerweise über die gewaltige Rampe am Heck, wodurch man dann direkt in den gekühlten Laderaum kommt, weil also sehr viel Platz ist. Und wir sehen auf der linken Seite schon den Aufzug, mit dem man nach oben kommt, beziehungsweise noch linker den Maschinenraum, den können wir uns mal anschauen. Genau, und da haben wir Zugriff auf die Module und Zugang zu den Eingeweiden des Schiffes, da kommen wir später noch drauf zurück. Wenn wir jetzt in den Maschinenraum hier wieder zurückgehen, haben wir hier den Fahrstuhl, mit dem wir nach oben kommen. Und der fährt uns direkt in den Serverraum des Schiffes. Serverraum ist wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, man kann mit diesem Ding auch Daten transportieren. Dafür sind die Server gedacht. Auf diesen Servern werden dann die Daten gespeichert. Es gibt aber hier drüben links der Server auch einen Scanning-Raum. Da wird nicht viel passieren. Da ist ein Sitz da, mit dem man dann die Scanner bedient, aber wir kommen später nochmal hierher zurück. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite noch zwei Supportsitze, die sind für die Geschütztürme. Einer fährt runter, einer fährt hoch. Und dann haben wir hier geradeaus den Zugang zum Hauptdeck. Auf dem Hauptdeck haben wir einmal rechts die Aufenthaltsräume für die Crew. Da haben wir zwei Schreibtische, eine kleine Nasszelle, 3 Schränke und 3 Betten für die Crew. Und wenn wir dann nach rechts gehen, haben wir den Durchgang
zur Brücke. Und da sind wir auch schon auf der Brücke. Da haben wir den Piloten und den Co-Pilotenstuhl und das zugehörige Cockpit, aus dem man eine ziemlich gute Übersicht hat. Gehen wir nun aus der Brücke zurück. Übrigens, diese Türen haben Module, aber man kann die auch hier manuell bedienen, genau. Gehen dann nach rechts, sind wir im Aufenthaltsraum und dieser Aufenthaltsraum ist einer der schönsten, die ich bis jetzt gesehen habe bei den Schiffen, die im Spiel sind. Nicht nur hat er eine sehr, sehr gemütliche Couch und eine gut eingerichtete Küchenzeile, sondern auch einen Schachtisch, auf dem man auch tatsächlich Schach spielen kann. Ja, also man kann die einzelnen Figuren aufnehmen und dann auch wieder platzieren. Da geht schon was. So, und jetzt habe ich noch gesagt, das Schiff hat auch noch Eingeweide und die werden wir uns jetzt ansehen. Dafür gehen wir zurück in den Serverraum und begeben uns in den Scanning-Raum. Und im Scanning-Raum, da gibt es hier hinten eine kleine Luke. Die kann man auch schließen, aber wir haben sie hier offen und da springen wir mal runter. Und da sind wir hier in den Schiffseingeweiden. Das heißt, so eine Art technisches Unterdeck. Und da, sofern wir geduckt bleiben, weil es ist hier sehr niedrig, können wir hier ganz entspannt herumlaufen. Hier kann man sich tatsächlich auch verlaufen. Und der führt quasi unter dem Deck, wo wir jetzt waren, durch das ganze Schiff und verbindet auch verschiedene Bereiche des Schiffes miteinander. So, und wenn wir jetzt wieder dahin gehen, Moment, ich habe gesagt, man kann sich hier verlaufen, das stimmt tatsächlich. Wenn wir jetzt wieder dahin gehen, wo wir eben waren, dann sehen wir hier auch schon die offene Tür zum Maschinenraum, wo wir unsere Tour gestartet haben. Genau. Und da können wir auch wieder zurück in den Laderaum und haben dann quasi unsere Tour auch beendet. Nun sind wir letztendlich in Halle 5 und hier stellt Crusader auch nochmal die Crusader Spirit vor. Ein brandneues Schiff aus dem Hause Crusader, in aktuell 2 verschiedenen Varianten verfügbar. Wir haben dort hinten im Raum die A1, die als Bomber eingerichtet ist, und hier links für uns interessanter die C1, die als Frachtschiff eingerichtet ist. Und die werden wir uns auch nochmal von innen ansehen. Leider noch nicht verfügbar, aber zu einem späteren Zeitpunkt wird die auch noch kommen und ich hoffe, es wird nicht allzu spät. Ist die E1-Variante, die als Passagierschiff oder als Luxuspassagierschiff konzipiert ist. Wir betreten die C1 von hinten über die riesige Rampe, markiert durch diese Lasermarkierung, die also wirklich sehr schön den Sicherheitsbereich zeigt, bis wohin die Rampe aufgeht. Und auf der Rampe sehen wir hier oben schon, da haben wir einen Traktorstrahl, mit dem sich also Fracht aus dem Hangar in den Frachtraum reinhieven lässt, und zwar vom vom Co-Pilotensitz aus, das schauen wir dann auch gleich nochmal. Wir haben links und rechts hinten Zugriff auf die Module, also quasi den Maschinenraum. Wir haben hier den großen Frachtraum und wenn wir dort den Frachtraum nach vorne nehmen, dann sind wir hier nochmal in einem Art Maschinenraum. Da haben wir die Überwachung. Wir haben hier links noch zwei kleine Frachtabteile, wo wir gesondert nochmal Fracht einlagern können, die abgeschirmt gelagert werden muss. Wir haben dann hier schon den Aufenthaltsbereich. Da haben wir links Schränke für die Anzüge und ein Bett, das gleichzeitig auch die Notkapsel ist. Auch auf der anderen Seite nochmal ein Bett, das auch als Notkapsel fungiert. Und wir haben dann eine kleine, sehr hübsch eingerichtete Küche und eine Nasszelle. Für den Piloten und den Co-Piloten. Und
dort ist dann das Cockpit. Wir können uns mal in den Co-Piloten-Sessel setzen. Jawohl, und da schauen wir mal, ob wir Zugriff bekommen auf den Power Off, Retract, Deploy. Nein, also wir können hier mit dem Traktorstrahl zwar interagieren, aber wir können nicht das Interface dafür aufrufen. Das geht dann wahrscheinlich erst außerhalb des Showfloors. Deswegen würde ich mal sagen, wir probieren die Spirit einfach mal aus. Wir sind gleich am Starport und wir werden mal schauen, wenn wir in die C1 kommen, ob wir nicht ein gestrandetes Schiff finden, von dem wir die Fracht übernehmen können. Das wäre echt cool. So, hier stehe ich jetzt vor meiner brandneuen C1 und schauen wir doch mal, wie das aussieht, wenn wir hinten die Rampe öffnen. Dass wir diese wunderbaren Abstandshalter bekommen mit Lasern. Jawohl, und da sieht man, da flasht das. Jawohl, und jetzt ist die Rampe offen und wir können eintreten. Also das ist wirklich extrem cool gemacht mit den Lasern. Da kann man nichts sagen. So, und wir haben hier tatsächlich einen Auftrag für eine Drake Vulture. Das ist ein Schiff mit Laderaum auf MiG-L5, die durch eine Critical Malfunction zerstört wurde, also durch eine kritische Fehlfunktion. Und da werden wir mal schauen, ob wir uns die Fracht unter den Nagel reißen können. Thank you, and please visit again. Da vor uns haben wir auch eine Halsey im offenen Zustand, an der wir jetzt vorbeirasen. Und man muss wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Schiff, aber Microtech ist auch ein sehr schöner Planet. Und los geht's. Das ist jetzt eine kleine Ecke, ungefähr 43 Millionen Kilometer. Schaffen wir aber dank Quantum Drive spielend. MiG L5 steht übrigens für Microtech Lagrange-Punkt 5. Lagrange-Punkte, für diejenigen, die es nicht wissen, sind Punkte, bei denen sich die Gravitation zweier Planeten beziehungsweise die Gravitation eines Planeten und seiner Sonne gegeneinander ausgleichen. Das schauen wir uns jetzt nochmal vor Ort an, wie so ein Lagrange-Punkt aussieht. Und wir sehen uns gleich, wenn wir dort angekommen sind. So, das sind die letzten 100.000 Kilometer. Wir sehen auch schon die große Gaswolke von MiG L5. Und da sind wir angekommen. In diese Gaswolke direkt wollen wir nicht rein, sondern wir wollen etwas abseits davon in MiG L5A zur MiG L5 Modern Icarus Station. Wir müssen etwas warten, bis der Antrieb wieder abgekühlt ist. Und dann springen wir dort direkt hin.
Und da sind wir schon bei der Modern Icarus Station. Und von hier aus sind es nur noch 60 Kilometer bis zu unserem Ziel. Und die nehmen wir jetzt mal mit vollem Karacho. Ihr seht also, in dem Lagrange-Punkt befinden sich hauptsächlich Asteroiden, Staub, Gase. Ja. Und hier sind wir auch schon fast wieder raus aus der Staubwolke. Es lichtet sich etwas und es sind noch ungefähr 30 Kilometer bis zu unserem Zielpunkt. So, ab 15 Kilometer werden wir schon mal wieder etwas langsamer. Bei 10 Kilometer helfen wir dann mit der Bremse nach. Und vor uns taucht auch schon als Radarkontakt die Vulture auf. Die Drake Vulture. Die werden wir uns im Rahmen der Ausstellung auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, weil das auch noch ein sehr interessantes Schiff ist. Heute schauen wir nur, was der Frachtraum zu bieten hat. Und da ist sie auch schon. Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Mal Licht einschalten. Und da haben wir unser Schiff. Auch die Drake Vulture ist ein Schrottsammler, genau wie die Reclaimer, nur etwas kleiner. Das heißt, wir werden hier hauptsächlich Schrott finden und man sieht schon, die ist ein bisschen angegangen, die ist ein bisschen zerstört. Und wir schauen mal, dass wir uns Heck zu Heck mit diesem Schiff positionieren. Also ich drehe jetzt mal bei. Und da kommt sie auch schon ins Bild. Und wir positionieren uns also Heck zu Heck zum Schiff. Und dann sollte das funktionieren. Genau. Und dann laufen wir mal rüber. Und sehen zu, dass wir den Frachtraum der Drake Vulture mal öffnen. Jawohl, da haben wir hier den Frachtraumschalter. Der reagiert auch. Ah, schade. Wir haben hier diesmal Pech gehabt. Die Drake Vulture hat keine Fracht an Bord. Schauen wir nochmal oben nach. Mit etwas Licht. Also wir sehen auch schon die Drake Vulture einmal von innen. Es gibt hier ein Bett. Es gibt, naja, sowas wie eine Küchenzeile. Module Access und eine Nasszelle. Und hier haben wir dann die Brücke. Die werden wir uns ich glaube am Mittwoch oder am Dienstag, am Dienstag nochmal genauer anschauen, wenn auch Drake mit seinen Schiffen auf der Expo vertreten ist. Also Leute, das war's von mir mit dem dritten Tag der IAE 2953. Ein bisschen schade, dass wir jetzt den Traktorstrahl der C1 nicht mehr ausprobieren konnten, weil auf diesem Schiff keine Fracht vorhanden war. Vielleicht kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dazu. Wenn ihr der Meinung seid, eins der Schiffe würdet ihr gerne nochmal genauer sehen oder ich bin jetzt in der Messe zu schnell darüber geflogen, lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Wir haben am Ende der Messe zum finalen Tag nochmal die Möglichkeit, alle Schiffe auch zu mieten und uns genau anzusehen und auch in Aktion zu erleben. Deswegen lasst einen Kommentar da, lasst auch ein Like da und auch gerne ein Abo, kann man immer mal gebrauchen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische zum Origin-Tag. Morgen wird Origin Jumpworks auf der Messe sein, da freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Flug und bis bald.